Hey, mein Name ist Jay, ich bin 39 Jahre aus Rosenheim und wie ihr sehen könnt, ist eines meiner Hobbys, Warhammer-Miniaturen zu bemalen. Das Außergewöhnliche ist, dass ich 2017 komplett erblindet bin. Alle paar Wochen kommt Jay zu uns in den Laden, um deren Warhammer-Bestellungen abzuholen. Jay ist wohl unser einzigartigster Stammkunde. Wir fragten uns immer, wie Jay denn die Figuren anmalt, und für Jay ist es auch eine häufig gestellte Frage. Also haben wir uns dazu entschlossen, Jay auf ein Video einzuladen, um deren Prozess zu erklären. Ich leide seit 2009 unter der Krankheit idiopathische intrakranielle Hypertension. Das ist eine chronische Krankheit, die ist leider unerforscht ziemlich, aber sie löst Hirndruckerhöhung ohne ersichtlichen Grund aus. Und dadurch ist auch meine Blindheit gekommen. Das ist erblindet durch eine Optikusatrophie. Das ist sozusagen, dass sich der Sehnerv durch das Hirnwasser wie ein Schwamm immer vollsaugt, dann wieder austrocknet, vollsaugt und austrocknet. Und dadurch entstehen Löcher in einem Sehnerv und irgendwann, wie bei einem Schwamm eben daheim, ist der Schwamm kaputt und der Sehnerv ebenso. Zuerst war es 2014 das rechte Auge und danach ist das linke noch dazugekommen. Am Anfang war es extrem schwierig, weil ich die Miniaturen nur noch ein bisschen im Kopf hatte von früher. Aber mittlerweile kenne ich die meisten, die sind einfach untereinander ziemlich ähnlich und man weiß, wo das und das und das ist, wo das und das hinkommt, und dadurch bin ich auch schneller geworden, durch das Entdecken, wie die Miniatur ist, und durch das, dass ich das einfach schon im Kopf habe. Auch dadurch, dass ich nicht geburtsblind bin, ich weiß nicht, wie es bei Geburtsblinden wäre, es ist enorm einfacher, denke ich. Wenn ich mir eine Figur gekauft habe, ist es so, dass ich erstmal daheim den Bauplan einscanne und sowohl als PDF als auch als JPG abspeichere. Dann nehme ich die Gussrahmen heraus und drybrushe sozusagen die Zahlen mit einem Edding, dass die besser lesbar sind für mein Smartphone. Und es ist dann viel Puzzeln. Homograph Start 80, Homograph Start 8, Homograph Start IC 81. Also das ist wahrscheinlich 18, Homograph End, ja. Kyrillischer Buchstabe. Bei den Figuren war es so, dass es am Anfang ziemlich lange gedauert hat, aber mittlerweile ist es ziemlich gut drin. Bei vielen brauche ich auch gar nicht mit der Anleitung, weil ich einfach schon weiß, wie die nacheinander gebaut werden und wer es immer gleich ist. Aber es sind für eine Figur, kann man sagen, so für eine Mini eine Stunde, 1,5 Stunde, kann man sagen. Sagen wir mal eine Stunde mit Entgraten, mit Saubermachen und so weiter und so fort. Ich muss auch sagen, dass das Bauen und das Verändern mir teilweise mehr Spaß macht wie das Bemalen, weil ich da einfach die Mini entdecke, und das hilft mir auch viel danach zu wissen, wo was bemalt werden sollte, weil ich das einfach alles befühle und sozusagen so die Mini das erste Mal sehe. Dann, wenn die fertig grundiert ist, nehme ich mir erstmal die Mini noch mal ein bisschen vor und fühle die noch mal genauer ab, damit ich weiß, mir ein bisschen zurück ins Gedächtnis hole, wo was ist. Nachdem ich die noch mal abgetastet habe, nach dem Grundieren, fange ich ganz einfach zum Bemalen an. Ich habe auf meiner Wet Palette sozusagen Raster im Kopf, wo ich welche Farbe hinmache, dass ich da nicht durcheinander komme. Das ist immer an der gleichen Stelle die gleiche Farbe. Das hier ist Black Templar. Und das hier ist auch Black Templar, ne? Woher hörst du das? Also, woher weißt du, dass das jetzt Black Templar sind? Erstens sind unterschiedlich groß. Die Kontrastfarben sind ein bisschen größer, die Basefarben sind kleiner. Das hier ist eine Shade, und man kann sagen, von der Größe her, so kann man ein bisschen zurechtfinden, was eine Base ist oder ein Layer und was ein Shade ist. Schüttel's. Und jetzt nimm mal das hier in die Hand und schüttel's. Ah ja. Von der Konsistenz der Farbe, wie dickflüssig das ist.
Das hier weiß man sofort, wenn man es in die Hand nimmt, dass es eine Tricolor ist, weil die ist fast schon cremig. Die kann man nicht wirklich schütteln. Du kannst mir irgendwas geben und ich kann es versuchen zu... Okay. Ich weiß aber nicht definitiv, welche Farbe da drin ist. Das passt. Was ist das? Also das ist ziemlich einfach, weil die so dreckig ist und ich die letztens verschüttet habe und da muss ich nicht mal schütteln. Das ist wahrscheinlich Nihilak Oxide, weil die dreckig ist. Beim Handy ist es vor allem die App Seeing AI, die mir Sachen vorliest. Zum Beispiel nochmal zum Kontrollieren, ob ich die richtige Farbe in der Hand habe. Oder die auch Farberkennung macht, damit ich wirklich sicher gehen kann, dass das dunkle Rot ist, wenn irgendwie mal was unleserlich sein könnte. Citadel Kolub Ase Mephiston F. Mephiston F reicht. Dann nehme ich meine selbstgebauten Hilfsmittel. Das ist einfach aus dem Hobbybedarf ein Federstaltdraht. Und je nachdem, wie fein die Miniatur ist, nehme ich unterschiedliche Stärken dafür, um zu befühlen, welche Stelle ich bemale und auch, dass mein Pinsel wirklich da ankommt, wo er ankommen soll. Das ist die Hauptsache mit dem, vor allem, dass ich weiß, dass der Pinsel drauf ist, nicht, dass ich einfach mehr als die Spitze drauf mache. Wie die meisten, die das Hobby haben, mir eine gewisse Reihenfolge in den Kopf gelegt, dass ich zuerst mal, nachdem ich alles weiß grundiert habe, das, was ich in Schwarz haben will, eben mit Black Templar bemale und danach dann mit zum Beispiel Rot über die Stoffteile gehe oder über die Teile, die ich rot haben will. Dann schicke ich an einen Freund bzw. ein paar Freunde ziemlich viele Bilder und frage, wo ich gepatzt habe. Das kann ich ja leider nicht machen und die helfen mir dann. Ich sage, da muss noch mal ein bisschen drüber gegangen werden. Dann gehe ich mit der zweiten Schicht schwarz drüber, dann noch mal rot und schicke wieder die Bilder. Und ja, es sind viele Bilder, die ich schicke. Ich bin auch dankbar, weil ich da, glaube einige ziemlich nerven damit. Und ich kann sagen, für 5 Figuren brauche ich mindestens eine Woche, wahrscheinlich eher mehr. Und das an jedem Tag 6 Stunden mindestens. Also es ist ziemlich zeitaufwendig bei mir. Ich bin da einfach langsam. Dank den Speedpaints bzw. Kontrastpaints ist es ziemlich einfach, finde ich, weil die übernehmen viel die Arbeit. Mit den Schattierungen, wie sie sich reinlegen, wo es dunkler wird und wo es heller bleibt. Und wie gesagt, das könnte ich nicht. Wegen meiner Krankheit leide ich unter ziemlich Depressionen, auch weil ich die letzten Jahre nicht wirklich Freunde hatte, außer online. Und das Arbeiten allein beim Cosplay da schon und jetzt bei Warhammer, das verleiht mir irgendwie Ruhe und beruhigt meine Gedanken. Und ich fokussiere mich nur darauf und es heilt einfach ein bisschen, kann man sagen. Auch weil es zeigt, dass ich noch immer was kann, trotz meiner Einschränkungen. Was das Wichtigste vor allem ist in unserer Zeit, lasst euch nicht von anderen unterkriegen durch irgendwelche Meinungen in Social Media oder so. Wenn ich jetzt meine Sachen poste, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viele Leute drunter sind und einfach sagen, ich glaube das nicht, der ist nicht blind, ich muss den überführen und sowas. Lasst euch nicht unterkriegen. Ihr werdet die Menschen, die da das schreiben, niemals im Leben werdet ihr denen begegnen und die machen nicht wirklich was für euch aus. Ihr müsst mit dem zufrieden sein, was ihr macht. Und das ist das Wichtigste daran. Wenn ihr das könnt, sucht selber danach oder holt euch Tipps von anderen, auch in anderen Hobbys, vielleicht Artverwandten beim Bemalen von Bildern oder sowas und denkt dann einfach weiter. Der nächste Schritt, der ist oft einfacher, als man denkt, vor allem wenn man sich eben die Tipps von anderen holt. Ich sage da immer, die Vorstellungskraft eines Menschen ist nahezu unendlich, aber trotzdem begrenzt. Die von vielen Menschen ist aber nahezu unendlich und bringt einen weiter, als wenn man es alleine macht.